Willkommen, Schwester. Ich bin Simon Rita hier am Ostersonntag aus dem strahlend schönen Hamburg, gleich neben der Elbe. Und mit mir heute ist Ilona. Ich freue mich so sehr, dass du hier auf eine Tasse Tee zu mir gekommen bist in Ganesha Mobil. Und hier hinten könnt ihr nämlich die Elbe sehen. Es ist total schön hier. Wir hatten die letzten beiden Tage Tempel in Hamburg und heute werden wir einen Schwesternkreis feiern, dann gleich nach unserem Schwesterngespräch und dann am Montag, am Ostermontag, treffen wir uns zum Inititionstag. Ich freue mich sehr, sehr, Ilona, auf unser Gespräch und möchte gerne einfach von dir erfahren, wie hat dich der Kreis gefunden oder wie bist du das erste Mal eingetreten in unseren Kreis? Und vielleicht wäre es schön, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wer dich eingeladen hat, was es mit dir gemacht hat, wie du dich dabei gefühlt hast. Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und es ist eine große Ehre für mich, dass ich hier sein darf. Danke. Ja, also ich bin in einer Zeit, habe ich meinen Platz eingenommen im Schwesternkreis, in der es mir richtig, richtig schlecht ging. Ich hatte ein Burnout und dieses Burnout zeichnete sich schon länger ab, meine ich. Und ich war nicht bereit, das zu erkennen. Und ich hatte immer wieder weiter versucht zu funktionieren. Und irgendwann ging es nicht mehr weiter. Und in dem Moment, in dem es nicht weiter ging, bekam ich die Einladung in den Kreis. Und so ging ich dann in den Kreis und las zum ersten Mal das Sisterhood Manifesto. Und es gibt einen Satz im Sisterhood Manifesto, der heißt, ich werde nicht schlecht hinter deinem Rücken über dich sprechen. Und ich hörte diesen Satz und es war sofort so, mein ganzes System begann so sich zu entspannen. Und ich wusste, okay, hier bin ich richtig. Denn meine Erfahrungen zuvor in größeren Frauengruppen waren nicht so gut gewesen. Ich bewegte mich nicht so gern in größeren Gruppen und hatte Angst, dass man schlecht über mich spricht. Es war genau diese Wunde, die dort getroffen wurde in diesem Moment. Und ein ganz, ganz, ganz tiefes Erinnern daran, wie es gemeint ist, wie wir zusammen sein können. Und dann konnte ich mich entspannen. Also bei dem ersten Mal vielleicht noch nicht so, wie ich es heute kann, aber es war eine Erinnerung daran, das geht. Ich kann hier sein, meinen Platz einnehmen und ich bin sicher. Und niemand redet schlecht über mich. War für dich also das Sisterhood Manifesto, das war für dich ein ganz grundlegender, wichtiger Bestandteil vom Kreis? Auch was du gerade geteilt hast, dass du dich darin entspannen konntest. Wir hatten auch gerade die letzten Tage viel damit praktiziert in unserem Tempel. Und es war gerade dieser Satz, wir haben mit den neuen Sisterhood Manifesto Karten praktiziert. Und glaube ich, zweimal hast du diesen Satz gezogen. Ja. Und das ist so, ja, ich erlebe das auch immer wieder sehr, sehr kraftvoll, immer wieder mit dem Sisterhood Manifesto zu praktizieren und diese Wunden, die im Schwesternkreis auch da sind, da wirklich hinzuschauen. Ich weiß von dir, auch von unserem Vorgespräch, was dieses erste Mal im Frauenkreis oder was sich da in dir erinnert hat. Und dann hast du dich auf deinen Weg gemacht und es ist sehr beeindruckend, den Weg, den du gehst und
wie radikal und kompromisslos du eingetreten bist und auch die Aufgaben, die dir auch in deiner Mutterlinie, dass du die Herausforderungen annimmst. Ähm, Ich glaube, nach dem Erfahrung im Kreis hast du geschaut, woher kommt das oder wer ist Awakening Woman. Und dann haben wir uns kennengelernt im Tempeltraining. Genau. Und da hast du die Werkzeuge kennengelernt oder all unsere Übungspraxis vertieft. Mhm. Ja, also ich war das erste Mal im Kreis und es war sofort klar, okay, also hier bin ich richtig und was kann ich tun, um weiterzugehen? Also es war, also meine Fühler, die waren sofort ausgestreckt und ich glaube, ich war 3 Monate später oder so, war ich dann im Tempeltraining. Ja, das war das letzte vor der Pandemie. Ja, Da waren wir ja, genau, draußen hat die Pandemie begonnen und wir waren noch im Tempeltraining. So. ja, ja, genau. Wenn du daran denkst, an das Tempeltraining oder du bist ja dann, ist das, was du dir vorgestellt hast? Ist das, was du erwartet hast? Hat dich etwas überrascht? Also ich kam schon in dem Wissen, hier ist mein Platz und hier bin ich zu Hause, ohne dass ich wusste, was wir machen. Es war so eine Stimme in mir, so ein Gefühl, das mir gesagt hat, geh dahin, du gehörst dahin und die warten auf dich und du kannst da deinen Platz einnehmen. Und Ja. ohne zu wissen, ich war voller Vertrauen für diese Praxis dort, ohne sie zu kennen. Und was mich besonders berührt hat an dem Tempeltraining war die Art und Weise, wie wir miteinander sind und wie wir uns umeinander kümmern. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da verließ eine Schwester den Raum. Und die Erfahrung zu machen, da zu sein und die Schwester wieder einzuladen und die Schwester in den Raum zurückzuholen, die hat mich hat mich tief berührt. Also dieses Aufeinander Acht geben, ja. Und ja, war einfach so was ganz Neues für mich, aber dann auch etwas, was ganz alt ist, weil so gehört es ja. So soll es ja sein. Und all meine Erinnerungen, die konnten sich so entspannen in dem Moment so. Und es war, ja, genau, so ist das gemeint. So können wir zusammen sein. Kannst du dich noch erinnern? Hattet ihr dann in Gruppen, hattet ihr Tempel vorbereitet? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Und wie war das für dich, so das Anleiten? Ich war furchtbar aufgeregt. Und wir hatten eine ganz schöne Übung gemacht aus dem Tempelhandbuch mit einem Rosenbad für die Hände. Und für mich war das wieder in diesem Moment ganz klar, warum ich da bin und dass ich hier bin, um zu dienen. Und in dieser Vorbereitung, obwohl ich aufgeregt war und obwohl wir uns überlegt haben, welche Musik spielen wir, wer macht die Technik, wer macht den einführenden Teil und so weiter und so fort, all das, was dann kommt, war so ganz klar, also so als wenn ich so meine Wurzeln so ganz tief nach unten wachsen lasse, dass ich genau das machen soll und muss und darf. Und ja. Und ich habe das mit 2 wunderbaren Schwestern gemacht, mit denen ich auch heute noch in Kontakt bin. Ach, wie schön. Und ja. Es war so beides zugleich. Also so ganz viel Aufregung, aber auch ganz viel, ja, genau so ist es gemeint. Und ich weiß, wie das geht. Kannst du dich an deinen Tempelnamen erinnern? Ja,
Goddess of Pulsating Abundance. Oh, Goddess of Pulsating Abundance. Ja. Wir sind dann aus diesem Tempeltraining, wir haben einen Tag früher aufgehört und dann den Rest online gemacht und sind dann wieder in die Welt hinaus und da draußen hat sich dann die Welt verändert. Wir konnten gar nicht uns versammeln zu dieser Zeit. Und wie ging dann dein Weg weiter? Weil eigentlich wolltest du ja Tempelgruppen anbieten und das ging dann aber gleich nicht. Ja. Also ich weiß noch, dass ich dann nach Hause gefahren bin und also wir sind da dann verfrüht abgereist und ich weiß noch, dass dann im Zug, so ich guckte dann irgendwie so raus und dann gab es so draußen Sitze, die abgeriegelt waren und einige schon mit Masken und Handschuhen und es war so, als wenn ich so, also als wenn ich wusste nicht, in welchen Film ich fahre und auf der anderen Seite dieses tiefe Wissen, das ich in meinem Herzen trug durch unsere nährende Tempelwoche oder durch die Tage, die wir verbracht haben. Und es war so wie so, oh, ich habe hier diesen Schatz und ich gehe jetzt da raus und ich weiß, was ich zu tun habe. Und ja, und es hat dann ein paar Monate gedauert, bis ich dann den Raum für meinen Tempel gefunden hatte. Und es war natürlich durch den Lockdown und die ganzen Maßnahmen und so war das gar nicht so leicht, das so alles so auf die Beine zu stellen. Aber für mich war das total klar, was ich zu tun habe. Und in der Zeit des Lockdowns konnte ich auch dann einfach noch viel mit mir praktizieren und mit mir sein und all das auch an den richtigen Platz fallen lassen. Ja? Also das, was wir dort gemacht haben im Tempeltraining und was wir im Kreis machen, das erreicht ja manchmal Orte, da ist man später dann erst, Wochen später oder so, kriegt man dann so einen Moment so, oh, okay, ah ja, so ist das gemeint. Und dann atmet man und man sagt, wow, das hat einfach ein bisschen gebraucht, bis sich das alles so gesetzt hatte bei mir, ja. Genau, und im März hatten wir, glaube ich, das Tempeltraining und im Februar darauf war dann mein erster Tempel in Hamburg. Ja. Was du gerade gesagt hast auch, das eine ist eben, dass wenn du dich dafür berufen fühlst, diese kostbaren Räume anzubieten, Tempelräume anzubieten. Und was auch so wichtig ist, ist eben selbst zu praktizieren. Weil das ist das, wozu du auch einlädst. Und das ist auch das, was dich eben auch in deinem Platz, wenn du die Räume dafür als Hüterin eines Tempels zur Verfügung stellst, das ist auch das, was dich darin ermächtigt, eben Räume zu öffnen für Schwestern, die zu dir kommen und zum Praktizieren. Als du dann deinen allerersten Tempel alleine im großen Hamburg, was du dazu eingeladen hast, wie ist es dir da ergangen? Nicht so gut. Also ich kann mich daran erinnern, dass dass die Worte nicht kamen. Ich konnte nicht sprechen. Und es glich so einer ganz alten Erinnerung, dass ich im Feuer stehe und dass ich das, was ich jetzt mache, eigentlich gar nicht machen darf. Und gleichzeitig war da das Wissen darüber, dass ich das jetzt darf und dass mir nichts mehr passiert. Aber meine Zellen hatten sich an etwas von vor langer Zeit erinnert. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da konnte ich mir das gar nicht erlauben, das zu tun, weil ich Angst hatte. Angst hatte, bestraft zu werden oder Angst hatte, mit meinem Leben zu bezahlen. Dafür Frauen in den Kreis einzuladen. Das, was wir eigentlich schon immer getan haben, ja. Und ja, ich weiß, dass ich
ich weiß gar nicht mehr, es erschien mir endlos. Ich weiß, es waren vielleicht ein paar Minuten oder so, ja. Ja, das geht Aber dann ich ganz. weiß, ich saß da Mm. und die Sprache kam nicht raus und mir wurde heiß, ich schwitzte, kalt, heiß, mein Herz pochte und, und trotzdem war diese Erfahrung total wichtig, weil sie mich daran erinnert hat, wie wichtig das ist, dass ich das tue und dass ich auch im Feuer ähm, sein kann. Und dass es mich heute, dass ich danach sozusagen noch da bin, ja, und niemand mich bestraft dafür oder so, ja. Ja, ja, so ging es mir beim ersten Mal. Das war eine ganz schön schwere Geburt. Und immer wieder diese Entscheidung zu treffen, wofür ich hier bin und was ich machen möchte, warum ich in die Frauen in den Kreis einlade. Und ja, ja, ja. Was ist es denn? Wie würdest du das denn beschreiben? Heißt auch, was du, das strahlt so viel Freude und so viel Hingabe und Demut aus dir, auch wenn du darüber sprichst, wozu du einlädst in deinen Kreis. Wie würdest du das denn beschreiben? Was ist es denn, was dich da hinruft? Also mein Herz ist so voll mit Liebe und für diesen Weg. Und ich durfte die Erfahrung machen, dass ich so wie ich bin, okay bin im Kreis und dass ich nicht eine andere Version sein muss und dass ich genauso wie ich bin, wie ich da bin, in Ordnung bin. Und von diesem Punkt aus praktiziere ich und gehe weiter und erinnere mich daran, wer ich wirklich, wirklich, wirklich bin. Und ich bin so, ich bin so, ich bin so verheiratet mit der Wahrheit. Und ich möchte einfach auch den Frauen, die zu mir kommen, diese Möglichkeit schenken oder diese Möglichkeit bieten, zu schauen, ja, wie fühlt sich das an, wenn du deinen Platz einnimmst und wie fühlt sich das an, wenn du dich erinnerst, welche Gaben du mitbringst, ja, und ja, und ich, und ich gehe für die Wahrheit. Also ich, ich bitte darum, dass wir alle uns daran erinnern, wer wir in Wahrheit sind, wenn all diese Programmierungen und all diese Konzepte und all das, was wir in unserer Erziehung und auch wahrscheinlich noch davor ja erzählt bekommen haben, wie wir zu sein haben, was wir nicht dürfen, was wir lieber sein lassen sollen. Du sollst nicht zu dies, zu das und so weiter und so fort. Ja. Aber wie ist es denn, wenn all das abfällt und wenn wir in einen Raum kommen, in dem wir willkommen sind, so wie wir sind? Und das war etwas, was ich bis dahin nicht kannte. Und deswegen lade ich so gerne in diese Kreise, in meine Kreise ein, um diesen Raum zu öffnen und um den Frauen die Möglichkeit zu geben, sich in einen Raum zu begeben, in dem sie willkommen sind. Mit allem, was da ist, mit allem. Du bist ja auch eine sehr, sehr intensive, tief praktizierende. Du bist auch im 9-Monats-Programm mit mir, bist du auch im Tempelhüterinnen-Team und bist auch Mentorin, unterstützt auch Schwestern. Und wie kannst du das alles? Du bist alleinerziehend, hast 2 wundervolle Kinder und du hast Tiere. Und wie kannst du so viel? Wie machst du das? Ich kann das,
ich kann das noch nicht so lange. Ich kann das, nachdem ich eine sehr, sehr, sehr dunkle Zeit hatte in meinem Leben. Und in dieser Zeit war ich bereit dazu, zu entscheiden, so wie es bisher lief, es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Und es war wie so eine Art Kapitulation vor mir selbst. Also ich musste mir wirklich eingestehen, ich kann nicht mehr funktionieren so. Und als alleinerziehende Mama war es meine oberste Priorität, funktionieren zu wollen. Auf finanzieller Ebene, auf emotionaler Ebene, auf allen Ebenen, alles zusammenzuhalten. Ja. Und irgendwann war dann klar, jetzt ist Schluss mit Funktionieren. Und in dem Moment kam ich in den Kreis. Und ich bin mir heute auch sicher, die Tür in den Kreis hätte sich mir nicht geöffnet, wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte, ich kann jetzt nicht mehr funktionieren. Und weil ich dann weiter auf meinem Weg mich committed habe, meinen Platz einzunehmen und ich habe mich immer wieder radikal und kompromisslos war oft das Wort für mich, wenn ich praktiziert habe. Ich gehe kompromisslos auf meinem Weg weiter. Ja? Habe ich mich immer wieder daran erinnert, wofür ich hier bin und was ich dann auch aus meiner mütterlichen Linie, ja, was ich hier in diesem Leben jetzt zu tun habe und wie ich diesen Schmerz auch, den ich in meiner mütterlichen Linie erfahren habe, wie ich den überwinden kann und all diese Schichten von mir abstreifen und abkratzen kann, um das zu machen, wofür ich hier bin. Und in dem Moment, in dem ich mich erinnert habe und in dem Moment, in dem ich mich committed habe, da habe ich mich erinnert, wie das geht. In den Kreis einzuladen, Schwestern zu supporten, mein Mentoring anzubieten. Und es war gar nicht so die Frage, so eine Art Ausbildung oder so jetzt dafür zu machen, sondern das war eher so dieses ganze Alte abzulegen und abzukratzen und die Entscheidung zu treffen, okay, ich höre jetzt auf zu funktionieren und jetzt stelle ich mich ins Feuer und jetzt committe ich mich dazu, das zu tun, was ich hier zu tun habe. Und dann kam das es kam so, ich weiß, also ich habe vorhin zu dir im Vorgespräch gesagt, du wirst mich nicht mehr los. Ich sitze hier auf meinem Platz und ich nehme meinen Platz ein und ja, und dann durfte ich dich unterstützen als Hüterin bei den verschiedenen Retreats und eins kam so zum anderen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das alles so passiert ist. Es ist einfach alles auf den richtigen Platz gefallen. Aber es konnte vor meiner Kapitulation quasi, konnte es nicht auf den richtigen Platz fallen. Und erst als die eine Tür zu war, konnte sich die andere öffnen. Ja, und jetzt bin ich hier und ich will nicht sagen, dass es immer alles einfach ist. Nein, das Versprechen Es ist nicht einfach. Nee, aber wir wissen jetzt, wie es geht. Ja. Oder es geht ja auch nicht darum, dass wir irgendwann mal wo ankommen. Es geht darum, hier zu sein mit allem. Und es ist so fühlbar auch, weißt du, dieses tiefe Commitment und diese innere Ausrichtung und dann fällt alles an einen Platz und dann ist es wie auch klar. Auch die Entscheidungen, die man dann zu treffen hat, die sind ja dann ganz klar. Ja. Ich freue mich sehr, 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 dass ich dich nicht mehr loswerden muss. Es ist so ein Segen und ich ehre sehr dein großes Wirken und auch diese Klarheit in dir und wie viel Liebe da ist und wozu du einlädst.
Und vielleicht hier zum Abschluss von unserem Gespräch, erzähl doch noch, wo du wirkst in Hamburg, Soul Sister Circle. Ja, Ja? genau, ja. Ja. Also einmal im Monat gibt es den Soul Sister Circle in Hamburg. Das ist ein offener Kreis. So, also jede Frau kann kommen und alle Frauen sind willkommen. Frauen, die schon lange im Kreis praktizieren, Frauen, die noch nie praktiziert haben. Also der Kreis ist wirklich offen und die Einladung gilt an alle Frauen. Dann lade ich zu einem Inner Circle ein. Das ist ein kleiner Kreis, da praktizieren wir in einer kleinen Gruppe und das ermöglicht uns noch tiefer zu praktizieren und der Rahmen ist ganz vertraut. Es findet bei mir zu Hause statt, in meinem Praxisraum und ja, genau, da treffen wir uns zweimal im Monat. Ja. Und Ja. dieser Inner Circle, der geht auch über einen längeren Zeitraum. Das ist Genau, also der geht über einen Zeitraum von 3 Monaten. Ja. Also wir treffen uns zweimal im Monat über 3 Monate hinweg. Und jetzt ist es aber so, dass sich gerade auch herauskristallisiert, dass wir auch eine Jahresgruppe anbieten werden, weil einige Frauen aus dem Inner Circle auch gerne weiter praktizieren wollen in einer festen Gruppe. Ja. Ja. Ja, und für mich ist es so, also ich merke das jetzt auch, wo ich darüber spreche. Es ist so tief in meinem Herzen, und ich bin so voller Liebe und auch da ist so viel Demut für das, dass ich das tun darf, ja. Und ich darf das tun, weil ich mich selbst dazu ermächtigt habe. Wie viele Jahre lang habe ich mir erzählt, was ich alles machen muss, ja, auch als alleinerziehende Mutter und was ich nicht darf oder so, ja. Und in dem Moment, in dem klar war, okay, ich mache das jetzt und ich höre auf zu funktionieren, kommt einfach eins zum anderen, ja. Das ist Magic, das ist total cool. Perfekt orchestriert von Ja, der Göttin. ja, Und du bist da und du riskierst es und du hörst zu und du kümmerst dich darum. So, so, so schön, Ilona. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ilona könnt ihr auch kennenlernen, sonst im Neumonatsprogramm. ja. Dann wird sie auch da sein im Team und als Mentorin. Danke für dieses Interview und danke für dein Wirken, Simon Rita, und für dein Gehen und bist mir ein großes Vorbild. Und ich bin so, so dankbar. Danke. Und jetzt gehen wir spazieren mit den Hunden. Darauf freue ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.